Mir anker de Epheser 5 te lezen in kort Engelsje, vom 6. Vers anfangen. Hier sagt het, lasset euch nun niemandem mit leeren Worten irreführen, denn wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Teilhaber, denn ihr wart ins Finsternis, nun aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Geistes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Alles aber wird aufgedeckt, wenn es vom Licht offenbart wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, dann wird dich Christus erleuchten. So achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr lebt, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit gut nutzt, denn es sind weise Tage. Darum seid nicht einsichtig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und ihr berauscht euch nicht mit Wein, was zu Zügellosigkeit führt, sondern werdet mit Geist erfüllt, indem ihr untereinander im Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Und sagt Gott dem Vater Dank zu jeder Zeit und für alles im Namen unseres Herrn Jesu Christi. In der Furcht Gottes ordnet euch einander unter. En weet je wat? Een vers valt mij bij. En ik zag met hem in de Bijbel. En die we hier binnen. En daarom wil ik het ganze pot nemen van deze vers. En dat is dat we die tijd uitnutzen, wens we zijn aan de bijzijn tijd. Ik had den Vers lang nicht gelecht und gleich dem vielleicht nu auch noch nicht. Aber ich glaube, da ist was von Wahrheit, dass wir wirklich mal abchecken können und die Zeit utnutzen, wo wir beinahe sind, wenn's wir können nicht stillholen und lassen alles passieren. Ich glaube, wir als Kinder Gottes, wir haben eine Aufgabe, dass wir wirklich mal nachdenken können, was passieren wird in dieser Zeit und wo böse Dinge wiedergehen können. Bloß mit der neuen Technologie, wir wollen nicht viel von reden, wenn sie kann, das zu wenig, aber so viel kann ich davon, dass wir bloß meist nicht nachkommen. Wenn es nicht so ein junger Mensch sagt, was noch so wenig gelehrt hat, komme sehr schwer mit all das, was ist. Even im Phone. Ich will mein Phone gestern war fixen lassen, und er viel bloß eine Batterie und sagt, oh, das ist lang outdated. Du kriegst keine Batterie für den Phone nicht. Na, was dann? Na, bloß ein neuer Phone kaufen. Na, ja, das ist noch mal ein paar Jahre zurück, dass ich das gekauft habe. Früher war ich gefragt, ich kaufte das halt 10, 15 Jahre. Und jetzt sollte ich ein Phone all 5 Jahre frisch kaufen. Ja, nicht mal zu fixen. So, das ist ein Ding, wo so ein junger Mensch mir das aufredet. Und ich sage, was geht ferne Welt? Wo wir haben mit das? Geld tut die Fuppe pumpen, nicht? Ist das das Ziel? Das ist, was mich anschaut, wenn ich versuche zu sparen, mein altes Phone, und ich soll nie kaufen. So, das ist ein bisschen natürliches Ding, was das ist. Und so fingen wir auch andere Dinge, was mir so sagt, was so bosig wieder jetzt, dass wir wirklich mal sollen ein bisschen abwägen, was können wir tun oder was soll wir tun. Was ist nicht anders als dadurch erträgen. Besonders an eine Seelsorge Arbeit gedacht. Ein klein bisschen gesagt, ist eben gehen, wenn wir in Epheser 5 denken, lasst ihr nicht mehr lehren von allerhand irrende Lehren. Und ich wundere manchmal, was von der ersten Tag ihre Lehren sind. Weil wir können go checken nach der Bibel, wenn wir in 1. Johannes 4 fingen, da sagt es auch von all den falschen Lehren, was da sind, selber nicht alle glauben. Und dort haben wir erkennen und wohnt die Geist von Gottes und wohnt die Geist von der Welt ist. Aber regt das bloß zu, wenn wir sagen, wenn wir bekennen, dass Jesus im Fleisch ist, dann ist ein guter Geist. Und wenn wir das nicht bekennen, ist es nicht. Oder brauchen wir von der auch noch ein bisschen wieder zu checken, was dort. Weil ich habe wieder checken, ist mir auch die Frau. Und ich will nicht mit Frauen stellen von der, wenn sie guckt, die waren eine Austäuschungszeit, die betrachten.
Wat is wirklich von dir und onze Aufgabe zu tun? Dat ding andere doen. Nou, meine Ansicht nu, is sehr viel Finsternis bij des tijd. Even mank ons Kinder Gottes. Nicht, dass ich nicht will sagen, dass wir sind alle verbiestert, aber für mich sind da viele so eine Dinge, wo ich nicht klar habe, wo muss wir mit diesem Ding dealen. Wo muss ich tun? Mir wurden viele Phone Calls gegeben und verschiedene Fragen gestellt, wo ich bloß terugwies naar de Bibel, und manchmal scheint es direkt nicht mal zu. Wenn wir haben so viele Dinge in dieser Welt, was nicht biblisch ist, dass einer da nicht weiß, was wir dann verrot geben. Weil die Bibel sagt man das recht nur, da will ich auch nicht eine Frage stellen, als es ist oder nicht. Da haben wir ganz klar, das ist. Aber dann, mit all die Verschiedenheiten, die da kommen. Der ene Vers redet von der Frucht des Geistes, ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. So, das sind feine Dinge, wo wir uns kennen. Das vier Vers gleich ich nicht so sagen. Wenn es da erst viel Dienstnis und das gewasst, dann erst nicht gleich mehr. So, da denke ich dann an, wo das kriegt schaffen wird. Na, der 10. Vers entprieft, was dem Herrn sein Willen ist dabei. Habt keine Gemeinschaft mit der anfruchtbaren Worte von der Dienstnis. War ein Vers, was hineinkommen hat. Nach meiner Ansicht noch, als die teuflische Macht von der Tag ab so ein Weg unter uns, wo wir sehr schwer weiten, einzuplacken. Was kommt alle unter dort, was wirklich vom Teufel getrieben wird, und was ist es nicht? Wie seine viel Früchte, was unbedingt nicht vom Gottes kommt. Aber wo ist der Wörtler, wo ist der Anfang von dort? 12. Vers, denn das Heimliche, was geschieht, ist zu sagen schändlich. Das ist mir dort manchmal jetzt. Ich weiß nicht, wo je feilen tun zwischen jene Gemeinden. Ich sehe sehr wenig zwischen unserer Gemeinde in Arbrig, IMF Church, das wo wir tussieren. Ich war sehr wenig von da an, aber ich war hier sehr viel an, von verschiedensten Gemeinden kommen Menschen an uns. Und dort war so viel allerhand heimliche Dinge passieren, wo mir nicht mal eines von zu reden. Das ist, was ich merke da. Und ich wundere manchmal, wo tun wir dort mit so einer Sache? Was können wir tun dort? Und dann checkt dann manchmal noch andere Gemeinden, nicht nur schwache Gemeinden oder nur laue Gemeinden oder wer sind die alle von denen? Und ich wundere manchmal, was passiert da bei der Zeit, dass wir an so vielen, in alle Gemeinden, kann ich sagen, passieren diese Dinge, dass die Menschen diese heimliche Sünde nachkommen. Und das, was mir so sagt, was anders ist, als 30 Jahre zurück. Ich habe 30 Jahre zurück auch gelebt. Die jüngeren Menschen waren nicht so gut weiten. Aber 25 Jahre zurück, wenn ich dann mit 60, 70 Jahren schon Mond vertalen habe, normale, plottische Männer nicht, die wissen noch von Jahren zurück, wo sie geistliche Botschaften, wo sie geistliche Lied haben, was alle erreicht wie warst, dann sage ich, dann nu scheint es, dass alle nicht mehr erreicht. Das hat alle eine Gemeinde Ruhm. Und so sieht mir so, dass jetzt sage ich es wieder und wieder und wieder mit den Dingen, dass wir gleich mehr klar haben, was ist wirklich Seelsorge. Weil wir können sagen, Seelsorge ist hier bei Licht im Leben oder beim Zentrum oder irgendwo ist ein Herrn Friesen oder Henry Unger oder wer immer, das sind Seelsorge. Das sind viele Prediger auch. Ich will nu nicht das ganz rübernehmen, aber das sind die Seelsorge, was sie kümmern um die verbrochenen Seelen. Wenn ich an denke, und was von der Tag alle passieren wird an unsere Gemeinde, dann sieht mir so, das wird bloß sehr böse, ich komme das wieder ein Ding nennen, wo wir uns gleich mehr weiter. Was können wir tun, nicht? Worum der zu steht. Und kriegen diese heimliche Sachen. Wir haben viel Zeit zum checken, nur was von bitte passiert, was die Frucht ist, aber dann wirklich die Seele zu kommen, was deep im Hort ist, so wenn wir da nicht mehr ein Verständnis haben. Ich will noch ein klein bisschen meine Ideen sagen, was ich glaube, nicht bloß die negativen Dinge haben, aber ich will Wort von dir reden, dass ihr weiter, was ich von rede, wenn ich rede von positiven Dingen, dass wir wirklich keine Änderungen merken. 13. Vers redet von alles, was aufgedeckt, wenn es Licht kommt. Und das ist mir wertvoll,
dat we deze vers in de Bibel hebben, is Johannes 1, ook Johannes kapitel 3. Daar redt het van wat dat licht is. En wanneer we werkelijk dingen mal om licht brengen doen, daar is waar dat je recht geen zin passeren dat, ja. En dat is waarom we manchmal reden van deze dingen, dat we mal om licht komen doen en wat we maken doen, om dat werkelijk de zin ja te besiegen, nicht, te überkommen. 14. Vers sagt, wachet auf, der du schläfst von den Toten. We hebben mal een beetje afwaken, zit me zo. En dat is mijn ziel van jou. En we op deze klas mal kunnen een klein beetje afwaken. Wat is dat wat we doen niet kennen? Niet? Wel niet bloos al dat van negatieve dingen reden. Maar we hebben mal werkelijk zeker wat kunnen we doen? Wat is voor ons mogelijk te doen in deze tijd waar we binnen zijn? En wat is nu anders als het eerst weer? En wat brauchen we nu anders te doen als we het eerst deden? Zodat we deze dingen mal een beetje betrachten kunnen. In 15. Vers zegt, achtet mal, je wat er leven, ziet niet aanwijs, ziet mal wijs. Dat heeft Paulus dort al geschreven. Ik geloof dat veel aan zegt, dat we mal werkelijk afwaken doen en mal werkelijk verzekeren wijs te checken, wat is er van je alleen te doen. Nuts de tijd, dat is als 10 vers uit. Waar we de tijd uitnutzen, wenn ze gelijk wie zijn en een bijze tijd ben. Oder je hebt het gleich bijze tijd. Wat meint Paulus hier? Wanneer we van deze bijze tijd reden willen, dan denk ik het alst aan, wo deze teuflische macht. Ik zei, de teufel, die is gelijk als wie zijn, maar de kracht wat we aan ons hebben, die stort ja als de teuflische macht is. Dat wil we allemaal klaarhouden, dat wil ik niet in deze klas van vergeten. Ziet niet meer blind en verstoot mal wat de haar zijn willen is. Dat is wat Paulus schrijft. Ziet niet besoppen, je zegt het berauscht met wien. Ziet niet besoppen met wien, ziet mal vol van dem Geist. En ik las het even, wenn ik dem vers reed. Ik dacht, we fijn zum Anfang mal een klein beetje aan dit nadenken. En wanneer we van deze besoppenheid reden, dan dacht ik nou, en wat zijn we alle toch besoppen, wanneer we zijn. En ik wil niet zo'n beeld merken dat we alle besoppen zijn. Ik geloof, we zijn, besonders wat hier zijn, we houden ons dafür, dat we zijn begoofd van dem Heiligen Geist. We zijn begoofd met God zijn gaven, wat het brukt in deze Geist, ding te zijn, te verstaan en ook wat daarmee te doen. Maar dan geloof ik, daarna is het goed dat we ons maar met vrouwen doen, zijn we werkelijk vol aan deze Heiligen Geist. Oder laten we ons ook aannichten maken met veel van verschillende dingen. Ik ga hier bloos mijn gedanken. Dat is zo weet als ik van deze vers wil. Nu wieder wil ik een beetje reden van wat mij zit, wat passeren dat in deze tijd. Anders als 30, 40 jaar terug. En dan red ik niet zozeer van de uiterlijke ding. Dan word ik daar gleich im hart naar te checken, wat we vingen aan mensen, waar die dat doen dat. Ik ga hier een gesloten hart afgemald, wat mij zit, wat zeer veel van onze mensen hebben. En ik wil dit in verschillende dingen betrachten. Ik geloof, we denken het eerste, wanneer we gesloten hart denken, dan denken we aan al die weidag, wat viele mensen jong beleefd hebben. En daar is die weidag niet losgeworden, hebben ze het hart toegesloten. Maar als er nog een gelegenheid dat we als Seelsorge, als mensen wat met mensen schaffen, dat we in wessen steden ons hart ook maar eenmaal nog toesluiten kunnen. Waar we maar eenmaal zo vol van al deze troubles, wat we rondom hier en doen, dat we soms steden bloos nemen, sluiten touw en laten dat zoals het is. En dit is wat mij zit, wat we zeer veel vingen doen. Mensen met gesloten harten, die hebben zich bekeerd, dat zijn kinderen Gottes, die zijn bevrijd, die hebben een familie, die leven daar binnen, hebben goede scholen, hebben goede boodschap, hebben zeer fijn het leven, maar in sommige areas hebben ze zich zo toegesloten, dat de kost werkelijk niet veel ontvangen met die. En dat is wat ik merk. Dat andere ding hebben ook, dat ze een tweeënget hart. Wat aan weidag zijn. Die reden nog helemaal van ihre weidag, wat ze lang terug beleefd hebben, of nu nog beleven doen. En ik wil hier van jou niet
bloß negativ reden, aber ich will Ihnen sagen, warum ich davon rede. Wenn ich mag dort messen dort, wo wir hinfahren, da wird eine andere, even manche Dienerschaft, manche Seelsorge, ja, da sind so eine kleine Horte aus das, was ich nicht weiten. Die sind sort of geschlossen in einer Gruppe und die können nicht von heute mal aufmerken, wenn sie hat zu viel Weidog an ihrer Arbeit belebt. Und sich und einander. Und nicht bloß die Dienerschaft, even eine Gemeinde sind so viele so eine Menschen, die sagen, naja, von dort ist besser, wir reden da bloß nicht mehr von. Wenn ich kann das bloß nicht verstehen. Und aber wenn sie wird gerne allein mit wem reden, und vielleicht kriege ich das viel mehr als jeder, und ich weiß nicht, wenn ich sehe, so ein Utländer, wenn ich irgendwo hinkomme, dann kriege ich sehr viel so eine Besucher dort. Und dort mag mich denken, dass wir neidig haben, wirklich an uns, was wir mit Seele schaffen wollen. Wir haben zwei Horten, wo wir expecten, dass wir wollen kennen, gebrochene Horte heilen, mit ein gebrochenes Hort. Weidog bringt Weidog, nicht? Und auf mir so sieht es ein Ding, was sehr arg geworden ist in letzter Zeit. Viel mehr als dem mal werden. Vielleicht ist es bloß mit mir alle, ich will Ihnen das durchleihen, die können mir wirklich Antwort geben. Vielleicht mag ich das von der besser. Aber mir denkt nicht von dadurch zurück, dass wir schaffen, dass da so viel sind dort wir. Da wird sehr viel gute Städte, wo wir können Vertrauen gehen und wo wir können Dinge von reden und wo wirklich Gemeinschaft und Einigkeit wir. So das ist ein Ding, was mir so sieht, was durch die Jahre als geändert wurde. Wo kommt das her? So ich habe nach meiner Bilder, jetzt nach einweikend wiesen will, was ich auch viel merken da, Angst, Depression. Wir wollen noch ein Thema haben von Herrn Friesen und warum so viel Weidog und Depression. Das ist auch ein Ding, was wir merken. Meist alle, wenn ich hier würde fragen, wer kennt alle Depression, ich will mir das nicht mehr, wenn ich ein großer Part von Jünd würde hängen habe. Ich meine es würde, ich habe Depression gehabt. Und ich weiß manchmal nicht mehr, was ich soll sagen, gehabt oder ich habe noch. Was meint Depression? Ich habe dann gesagt, das ist von weit bis kurz. Aber was von Depression kennen wir alle. Und man hat das zu tun. Mag wie das? Dass wir von deutschen Tag Dollar nur Troubles checken, als ein anderes Ding. Okay, nu zie ik wat daar, wo ich an meine aandachten doe. Check ik met dit wat ik uitgebracht habe. Ich weiß, dass die denken, so, nou ja, nu redt dan niet van all die Troubles, wat er beweld zijn. En ik doe ook. Aber check wie da beständig nur, oder wie nicht? Da wie von der Dollar checken, nach all die Troubles, was da sind, als wir dadurch zurückdeuten. Ich lebe da. Ich lebe auch da. Warum? Warum ist das? Warum glaubt wir das alle an? So, das ist ein Bild, was ich viel mal brauche, bloß zu erklären, wo mir so sieht, was Menschen tun. Das sind die vielen der Liga. Das ist ein Tier, was ich aufgemalt habe. Das sieht uns so schrecklich, so jen an, dass wir uns viel handrehen tun. Und das sieht mir so als ein Part von warum wir so viel mehr Troubles haben, als wir haben. Wenn es dort wir checken nur die Troubles. So können wir sagen, verschiedenste Dinge, was anders ist als mal wir. Nu seht wir noch mehr und noch mehr Troubles, nicht? Was jaft denn noch alles für falsche Gäste? Was jaft noch alles für neue Mode? Was jaft noch alles für Versuchung auf dieser Welt? Und das wird immer wieder und wieder und wieder zugeklammert. Noch ein Bild. Getauft ohne wahre Geburt. Dort zu viel vielleicht zu erklären, was Gottes Wort redet von wahre Geburt waren. Und ich weiß auch nicht, ob ich imstande sein, dort alle zu begreifen, was wahre Geburt meint. So manche ist es ganz einfach, da meint eine Bekehrung. Was ist der Unterschied von Bekehrung und wahre Geburt? Weil man dort, was wir alle beleben, manche Menschen, dann sieht man so, da ist ein Unterschied von Bekehrung und wahre Geburt. Und wenn wir wahre Geburt nehmen, das sagt in der Bibel mehrere verschiedene Verse, sagt, wenn du an Gott glaubst, dann bist du wahre geboren. Wenn du seine Gebote hältst, dann bist du von ihm geboren. Und all diese verschiedenen Dinge sind da. Und how about ein Mensch, der nicht Gott seine Gebote hält, ist der wahre geboren. Das ist bekehrt, aber das ist nicht wahre geboren. All diese Dinge, die sind so mixed up von der ersten Tag. Einer liest so, andere liest anders.
Einer sagt, du musst bloß wahre geboren sein, dann hast du es alle. Und hier binnen sind wir viel an diese Dinge. Und das macht wirklich sehr viel, dass Menschen getauft worden ohne wahre Geburt. Und ich sage manchmal, das sind Menschen ohne sich. Die don't ihre Worte bearbeiten. Die don't ihre Worte bekennen. Die gehen even im Gebet zu Gott und bekennen ihre Sünde. Aber so waren die nicht Erkenntnis kriegen an ihr Leben. Ich habe das Jesus das angeschrieben. Die don't ihre fleischliche Worte bekennen, aber die erkennen nicht, was wirklich die Sünde im Hort. Dat zit mij zo eens anders als dat mal weer. Wanneer ik terugdenk naar mijn jonge jaren en onze gemeente waar ik dan tussen wie ik me tof verleid, daar werden veel zo'n dingen als dat antru wir sind, dal worden wir sind, beleidigt zijn wir sind. En dat ding wordt dan gearbeitet. En ik wil niet zeggen van jou niet wordt, aber naar mijn verständnis nou, sind er viele von diesen Dingen all uitgebleven. Die kommen Sach wieder. Und was liegt das? Das ist, was wir viel merken doen von deze dag. Hoge Erwartungen. Was verursacht hoge Erwartungen, wenn wir das betrachten wollen? En nu zie ik een klein beetje wat door waar ik geloof wat een grote part van onze problemen van daar zijn. En hier wil ik nog een beetje meer bijnemen als bloos hoge erwartungen. Ons ganze System in deze wereld, niet bloos weltlich, manch onze gemeendes, zit mij zo, deze hoge erwartungen, die zijn zeer hoog, meest alle wegen. En niet bloos van ouderen naar kinderen, van Wirts naar Arbeiter, oder ons ganze System ran met een hoge erwartung. We kunnen dat een red race nennen, wenn wir das nennen, op Welle so nennen, op de Welt. Allemaal schafft am Seinen wieder zu kommen. Vielleicht soll ich das Wort direkt nicht sein, aber mir sitzen allemaal als somehow angefochten mit, wie wollen seine natürlich ans fortkommen zu haben. Und wir stehen nicht tot, dass wir dort aus dem Aufgabe haben uns. Und wir sollen vielleicht auch nicht. Aber was ist es, wenn es nicht ist? Und hier sehe ich so viele Dinge in unserer Welt, was passiert ist, in den Heimen, wo ein Menschen don't wie hand vor. Die haben alle strugglen, rein alle mit Klumpes Schuld. Oh nee, nicht rein alle. Aber viele, große Prozent, die leben mit Schuld. Waarom hebben we schuld? Die leven met kredietkaarten hoog schuld. We zijn alle Kinder Gottes en we voeren alle een fijne kerk. We hebben alle fijne woningen en goede mannen. Maar wat de bankaccount wijzen dat is dan geheim, dat wordt niet geopenbaard. En deze race veroorzaakt dat de papa's hoeveel procent van onze voeders schaffen thuis met de kindertop en hoeveel schaffen uit. En dat is alle gehaarig. Uitschaffen is nog maar aardig, dat is namelijk zo je waast. Maar dit gewollt je race, die speed bloos op, dollar en dollar. Dan zal ik vielleicht niet bloos 30 jaar terug gaan, dan zal ik vielleicht 50 jaar terug gaan. Wo we als mannen niet dan schaffen deden, en wo we 30 jaar wat over nu. En onze jonge mensen weten niet wat anders is dit. En we kennen die schiens ook niet wat anders beiden. En wat is de oorzaak dat we die niet wat anders beiden kennen? Wenn wir wollen, met komen maar even. Daar wil we zijn noten komen. Ons living standard, ons normale leven hier op de zee zal niet leer zijn als dat wir. En hier binnen, doordat heeft dat zoveel hoge erwartungen van ons om zich. En wat passiert met hoge erwartungen? Einer maakt dat zo zeggen, want de vader te veel erwarten dat van de jongens, of de kinderen kan ik zeggen. Door als we dit passeren, dat is wat we zijn doen. Die hebben seelische problemen wat die krijgen. En dat is wij ook. Want te veel verlangt wat van kinderen. En we hebben al zoveel geleerd aan dat we willen niet te veel verlangen aan de kinderen. Dus wie verkielt je krijgen nou wel wie niet?
onze kinderen doen. Dan doen we al weinig, ja. Dat zal al weinig worden. We doen die meer leven geven. We geven die meer four-wheelers en meer dit en dat en jant. En leven die op zo zijn, ja. Aber die hoge Erwartung geht nicht weg davon. Wenn sie dann haben, von einer Four-Wheeler gekriegt, was viel kriegen dann erwartet wir, nu soll ich was passieren mit dort. Und dem Four-Wheeler Scheiper haben es vielleicht eine Stunde gedreht und bringen dem nach Haus, vorwärts zur Arbeit. Und glauben, wir haben viel beschäftigt. So, und dort ja Weidog mit den hohen Erwartungen, was ein Kind kriegen hat. Das nächste ist Angst. Von Weidog gibt es Angst. Und was gibt es das nächste? Kein Selbstwert, falsche Demut und Lust. Das ist, was wir sehr viel finden von diesem Tag. Menschen leben an Weidog. So, wo wir leben, die an Weidog, wenn hohe Erwartungen. Und dann, wenn wir noch wieder gehen wollen, dann wird ja die jährliche Reactions davon, das ist Zorn. Das kann ja da sein. Die jährliche Nachkommenschaft von hoher Erwartung als dull worden. Und das nächste ist gebietisch worden, kontrollend worden und schrien. Das ist, was wir fingen doen von denen an so viele Menschen, was das hat. Die wollen Lust davon, und das ist auch fein. Die kennen auch. Aber das ist, was wir viel fingen doen. Heute noch ein Baum, und an dem Baum erkennen wir die Frucht, oder? Und Frucht schauen wie den Baum, vielleicht soll ich das lieber als dort sein. So, hier haben wir einen Baum, wie können sagen ein Hort, wie können sagen der Wartle, da war ich schon ein bisschen von geredet, dort wie diese Wartle haben, ja. So, en ons hoort ongebenen als Weidog. En deze Weidog, die was in de heg. En wat jeft dat? Dat jeft, wanneer we lang nog Weidog hebben, dan krijgen we angst. Dat is het nächste. We krijgen angst in de med. En dat jeft een fleischelijke zelfscontrole. We verzekeren ons zelfs te controleren met wat? Met de Weidog Angst, dat je hebt Betternis, dat je hebt Hoogmoed, dat je hebt Last. Weinig weet, krijgt euch wat eerst hat. Wat passiert davon? Der Baum, der wordt voll Frucht. Zorn, beleidig, ist meest hetzelfde wat je in een ander beeld had. Maar dit is wat we veel vingen van deze dag. Depression, onmoralisches Leben, eckig, Zorn, beleidig en vergrunst. So. Klein beetje van deze negatieve ding. Dit levensstandard wat we hebben, wat hebben we de andere? Ik merk dat even en even, wanneer we hier naar de kerk varen, we hier kerk en mank onze kerk kan zijn, wenn zich een pot van junt. Daar wordt je predigt aan, ons geld zal niet ons God zijn. Ons drak het leven zal niet zo drak zijn. Wat al je predigt. En ik doe ook. Wat doen we? Wat passiert hier? Dat 1% van de mensen moet werkelijk mal doorkatten? Oder doen we niet? En ik wil bloß een vraag stellen. Ik wonder manchmal, aan wat ligt dat bij mij, dat ik niet doorkatten kan? Dat ik dat niet afleiden kan, zodat het schafft, dat het bloß immer drak en drak is, en eeuwig drak. Maar wat is dat zo drak? Nou, mijn aanzicht nou, als dat wat kinderen schreeuwen, dat drakke leven schreeuwen, dat is wat we doen aanvorderen doen aan die. Niet genoeg dierentijd voor onze kinderen. Nu zie ik wat im Grund. Nu wil ik een klein beetje reden van wat mij zegt, waar we zullen met schaffen. Van 30 jaar terug, wat nu. En ik weet dat, junt jij dat zo en mij jij dat zo, maar al die phone-geschichten, wat kleine kinderen willen hebben, al die videogames, al die computers, al dat internet, al die dingen wat daar zijn, die je alleen hebt, waar kinderen zo haastig binnen zijn, dat je vele oudere vrouwen, hoe moet we dat doen met dat? We hebben een positieve tijd voor ons en deze deze tijd. We kunnen gelukkig leven in deze deze tijd. We durven niet
hier ans Kopf aufhängen und sagen, naja, wenn dann alles so wie het ist, dann ist es halt. Ich glaube, ich kann nicht wohl lehen. Ich glaube, je weet de karakter van wat ik red, van deze bijzijn tijd. Maar hier binnen is het mij zo, wanneer we klaar maken dat we quality time, diere goede tijd, aanwenden worden aan onze kinderen. En niet bloos aan onze kinderen en onze kerken. En onze heimen. En onze businessen. En onze farmerie. Daar waar we zijn. Daar waar we in deze bijzijn tijd zijn. Waar we ons mal wegdrehen van al deze bijzijn dingen. En dan werden we mal diere tijd aanwenden door. En zum Beispiel met kinderen, dat we worden een, zoals we een schedule maken, een plan maken, waar we onze vormen aan. En waar we ons geschäft aan, dan hebben we alle guidelines en alle krijg je arbeidet dit en dat en dat is een manager en die kan naar de bank. En dan hebben we alle smak opgeleid. Waarom worden we niet een familieleven zo dat opleiden? Dat we klaar houden. En ik wil nu al een ganz minimum time nemen, waar we mal zeggen 15 minuten een dag, diere tijd maken met de familie. Wat nou een diere weervolle tijd is 15 minuten om hem daar te zetten met de kinderen te hoop en emotionally connecten. Seelisch, geestlich, körperlich en natuurlijk. Bloos 15 minuten wordt al anders zijn als ik geloof het grootste part van onze mensheid doen. We doen allemaal als 15 minuten te hoop zijn met de familie, maar diere tijd nemen. Dat du weet wat die 5-jarige kind dat jet, en dat du weet wat die 18-jarige jong dat jet. Dat du een idee hast wat hij hem hart verkämpfen heeft. Dat du een idee hast, wo zijn körper zich functioneren dat. En dat braucht niet zeer veel tijd en dag. Omdat du daar wirst ganz bekannt met zijn. Dat braucht wie wellig te zijn, om ons ook opmerken today, en zeggen, wo mij dat jet. Weet mij, well, onze kinderen zijn van thuis, van mij is deze leer heb niet, maar de is, joh. Onze bevriende kinderen weten die, wo daar dat jet. Weet wie als oudere lied, of als jonge lied, wo onze kinderen dat jet. Weet iemand wat die kämpfen? Heb je deze tijd voor dit nog te zoeken? En om mijn aanzicht, nou, wanneer we op dit weg worden, met dem Geest Gottes, met de kracht wat we van hem hebben, wat mag juist is de ganze wereld. Wanneer we met die kracht worden deze tijd aanwenden, daar wordt God zegeningen gegeven. Daar waar we aanworden als onze kinderen geloven dat Jezus in vlees gekomen is. Daar waar we aanworden als zij maar eenmaal geloven, dat is niet. Dat is in ons hebben goud en richting aangekomen. En dat is een ding wat mij zo zit, wat een grote onderscheid maakt. En wanneer ik aan denk aan wat deed mijn papa, wel, dat is al jaren dood. Ik kan me niet van bezinnen dat hij veel drum gaf om dat. Maar hij had tijd om er ons te op game spelen om dat. En hij had tijd om met machetes te op een bos kunnen haken. En daar vertellen we alle honderd dingen. En dit is mijn idee, dat vind ik niet in de Bijbel is dat. Maar eigenlijk mijn idee is dat wat zij dan gedaan hebben, we goud te die tijd. Van daar is dat niet meer goud. Waarom niet? Wens we hebben zeer veel geheime dingen. De teufel heeft dat aangereicht. Dat zeer vele mensen ihre geheime foon kunnen alles doen in deze wereld wat ze willen. Tot die tijd weer het goud, want ze, ik geloof het weer, vielleicht is het niet geweest, vielleicht heeft ons dat hier aangebracht. Maar manchmal denk ik zo, voor die tijd weer het goud niet in de stad te wonen, wo einzeln op een farm te wonen, wo ze maar de kinderen op kunnen zijn. Maar wessen moeten schijnt mij zo wens, we dat zo lang gehad hebben, nu zijn we van daar niet gereid, staatslied te zijn, en we zijn alle. Zo'n vorm als 40, 50 jaar terug weer, zijn we van daar niet. Van daar zijn we alle businesslied, even in een formerie. We hebben alle zo druk met deze dingen. En ik geloof, wanneer we deze tijd worden aanwenden, en die gelegenheid hebben we. En ik had het beleefd van een vrouw, zei mal te mij, zij had niet tijd om Bibel lezen. Wenn zij moest de kinderen de maanden moest tijdig te arbeid. Dan kwam man naar huis. En wanneer thuis weer moest ze nog alle phone calls beantwoorden.
En zij moest van 's morgens wat over, wat ze reingans even meid weer slopen, moest ze bloos zich aan mijn kingerkamer en zanken en strijden en geschreid wie een dag even dat ze even meid wordt. Nou, wir haben es nicht beleefd. Wir haben 8, 10, 10 Jahre, meist alle tegelijk. Meine Frau sei drak gewast. Aber dass wir nicht Zeit hatten, um die Bibel zu lesen, habe ich nicht beleefd. Was soll ich diese Frau verraten? Ich sage, Arbeits Wort, ich lebe, wenn du wirst nach 15 Minuten je Zeit abstehen, noch mal mehr. Und du wirst die Zeit nehmen, um je Leute mit Gott in Gemeinschaft sein, im Gebet, dann wirst du die 3 Stunden sparen, maar dat je schrecht met die Kinder am Hof. Wenn es eine gelotene Mama können hat, der einen Tag, dann würde ich auch geloten worden. Ein klein bisschen Stott zit mir so, als dat wir uns leben, dass wenn wir diese Zeit mal würden nehmen, dann weet je, ich habe so viel Zeugnisse, hier Menschen, was das tun. Die nehmen mal einmal Zeit zum Morgen an, ja. Weil einer vertelt mir ganz abends von den Tag an, wo sie als Familie sich wieder einig geworden, eine halbe Stunde zum Morgens Frühstück eten morgen an und sich untereinander austauschen, wo das ging im Leben. Sie sagen, das Heim hat sich geändert, das Tag und Nacht. Und wenn wir diese Dinge wollen tun, und das ist was ich Ihnen will Rat geben, dass wir diese Dinge können tun. So, wo müssen wir das tun? Wel, eerstens würde ich sagen, dat fehlt de Älteren mit te helpen. Okay, dann als Leiders in der Kirche. Wir sollen Programme machen und Botschaften machen an dort. Und das tun je vielleicht alle, aber ich glaube viel noch mehr. Someday haben Care Groups, so kleine Gruppen zu kommen, wo sie kennen. Eine große Kirche schafft nicht, das geht nicht. Wir haben so eine große Kirche mit 500 oder 300 Glieder, ja. Weil man 300 Menschen wollen nicht sehr viel emotional connections können merken. Wir brauchen die Kleinen dazu merken, dass wir können anfangen, diese Dinge zu tun, so eine Familie. Dass wir nicht eine Gruppe haben. Weil ein Beispiel, einmal im Monat, mit den Seentaup, was immer, laat het zijn van wak gaan, laat het zijn naar bars gaan, laat het zijn naar boden voeren, laat het zijn naar een hotel voeren. Wel, hotel voor eenmaal de maand word ik niet geroden. Maar zo'n dingen staat doen, dat die jong een chance had om voeren zich mal uit te scheiden. En te leiden met dat. Nou, mijn aanzicht zijn dat antwoorden. Wens ik word het aan, wanneer we hier dus mensen hebben, en we nemen mal 4 Stunden, oder 8 Stunden, wat immer is, en 2 Werk tijd, waar die mens zich mal kan uitreden. En bloos mal zetten en horchen, wat dat van onderscheid maakt aan die mens. Dat zijn de oudere mensen. Hebben onze kinderen. Wanneer we ook die tijd willen nemen, dat zij zich mal kunnen uitreden, ja. En ik vind dat is dat, waarom dat wij daar geeft im hart is daar zijn, wens we spelen dat niet uit. Ik naam dat manchmal als onze doos, onze opwaartskam, ons drankamer kunnen zijn, ja. Want je een drankamer niemals reinwaschen, waar zit hem na een maand? We gebruiken dat griezen uit, met wat door, met rein water. Dan doen we dat griezen uit, en dat is krijg wat we gebruiken te doen. Uit onze kinderen, uit onze mensen, uit onze bruiden, uit onze zusters, uit onze tjootje. Maar deze emotional connections hadden dat griezen mal uitschwammen uit. We schaffen aan de vrucht wat we zijn niet kunnen. Plakken die af en plakken die af. Maar we denken niet hier aan. Dat gaan we niet aanchecken, dat gaan we niet zijn. En ik geloof, wanneer we dollar worden, onze kinderen dat hart zeker, er steht, wat ze doen, haar strofe doen als ze dom gewaast zijn. Beschenken die doen als ze fijn gewaast zijn. Maar dat gaan we mal werkelijk in de hart en dan gaan we ze feilen. Wat er emotions zijn, wat er yes zal je leven als, joh. Je kunt ook een yes. Je kunt een zuil, je kunt een charpa. Daar heb je vielen aan deze verschillende wegen. En dat we werkelijk checken doen. Dus dat we dat in de gemeente is. Dat we worden meer doen kunnen, maar werkelijk mal emotionally connecten. Ik weet niet hoe het nu wordt. Ik wil nog zeggen wat je doet of niet doet. Dat we hebben later nog van hier wat je doen wordt. Maar de jaren dat ik jong weer aan wordt huisbezoeken gemerkt. We kregen 2-maal het jaar een paar predigerlied komen aan, dan kunnen we ons mal uitscheiden. Oh, dat heeft schijn gegaan.
Da kunnen we mal zijn, we ons dat denken, die beden met ons op. Dan hadden we niet uit een gemeente. Jahre van de Elgoich. Hebben we een prediger wat tijd wil hebben? Hebben we een farmer wat we tijd nemen om de hand voor te spazieren? Van de ocean waar de prediger zei, die kennen Gott, die zijn niet tijd, die hebben niemals tijd. Oké, nu zie ik waar een negatieve zie, daar wil ik oppassen. Maar ik zei hier wat van dit. Zolang als we worden in deze drukke wereld, weet je wat, dat is weltlich, dat is niet christelijk. Dat is ook dat nou. 30 jaar terug. Mij denken, daar red ik van 30 jaar terug. Mij denken, wat aan we? En einer zit bloß, wo bozig dat wieder jetzt, maar al deze dingen. Mensen zijn niet arm, die zijn rijk. Wat we hier kennen, we zijn alle rijk. En dan hebben we nog deze problemen met some armeren, wat niet zo goed kennen. Die kennen bloos niet genoeg verdienen om leven. Weet je wat? Maar die leven ook niet zoals we 30, 40 jaar terug deden. Die leven zo rijk als we doen. Die zijn toch maar aan. Ik taal me in diesem geval van rijk aan. We leven zo rijk, wo kan ik den armen zijn, du moet weniger eten als ik. Ik kan aber niet zoveel verdienen. Dan heeft dat een probleem. Zo'n problems vingen we veel. Ik zei dan den armen, weet je wat? Du moet klaar hebben, du moet verbruiken wat du verdienst. Dat krijgen don't wel rijk, der rijker leeft. Maar die kost niet meer verbruiken als du verdienst. Die kost niet berekenen dat hier wat een rijker zijn, wat die wat monatlich klampes geld geven. En ik zat daar bezig in leven, mijn gouden dag. Dit is een ding wat ik nou mooi kan. Wo jet zo'n mens dat? Wo jet onze kinderen dat? En ik geloof hier is een ding wat mij zo zit, waar we willen zijn als we wieder kunnen opwerken, dat we werkelijk kijken op programma aanstellen, waar we kunnen deze emotions ladig merken, waar we kunnen vrij worden, waar we kunnen vredig worden.